und ganz herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Diesmal gibt es endlich mal wieder ein Bullet Journal Video. Gefühlt ist das schon eine Ewigkeit her, deswegen freue ich mich gerade sehr, dass es endlich auch mal wieder ums Bullet Journal geht. Und wenn du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn du das jetzt einmal schnell nachholst. Und dann fangen wir mit diesem Video an. Gestartet habe ich wie jeden Monat mit meiner Titelseite. Und diesmal habe ich mich für das Thema von Wellen entschieden. Und ich muss sagen, es gefällt mir wirklich so gut. Also bis jetzt ist es auf jeden Fall mein absoluter Favorit. Und ich bin gespannt, ob das noch getoppt werden kann. Auf jeden Fall habe ich erstmal angefangen, einen Kreis mit meinem Zirkel vorzuzeichnen und den dann mit einem Fineliner nachzuzeichnen. Ich bemühe mich gerade schon darum, so einen Zirkel zu bekommen, mit dem man auch Stifte quasi einklemmen kann und ich somit gleich mit meinem Fineliner den Kreis malen kann. Aber momentan ist das jetzt erstmal meine Zwischenlösung, das erstmal vorzuzeichnen und dann mit der Hand nachzuzeichnen. Und dann fängt man eben an, eben mit den Wellenkämmen die erstmal zu zeichnen und da kann man einfach so ein bisschen seine Hand locker lassen und ein paar Zacken malen, so wie es einem gerade gefällt. Letztendlich kommt das dann nicht auf jede einzelne Zacke an. Und genau, wenn man das dann einmal gemalt hat, fängt man an mit den inneren Wellen quasi, mit diesen Strichen. Also ihr seht ja, was ich meine. Und muss sich eben überlegen, was für eine grobe Form sie haben. Und dann malt man einfach ganz viele Striche rein und schon hat man Wellen. Im Anschluss habe ich dann noch einmal den Monat runtergeschrieben, so wie ich das eigentlich jeden Monat mache. Und dann konnte es daran gehen, die Wellen auch schon in Farbe auszumalen. Und weil mir einfach purer Filzstift so ein bisschen zu dick auftragen würde, habe ich mich dazu entschieden, mal wieder meinen Wassertankpinsel rauszuholen. Wenn ihr mich schon länger verfolgt, dann kennt ihr den auch schon. Das ist einfach eine sehr schöne Technik, wie ich finde, die wirklich jeder machen kann und überhaupt nicht schwer ist. Und man nimmt sich einfach seine ganz normalen Filzstifte und so eine Klarsichthülle oder einfach so Plastik halt, wovon das abperlen kann und malt dann mit seinen Filzstiften so ein bisschen Farbe da drauf. Und sein Wassertankpinsel nimmt diese Farbe dann eben auf, aber macht die ein bisschen leichter. Und es ist so ein bisschen wie halt Aquarell oder Tusche, weil einfach der Pinsel an sich eben noch das Wasser reingibt. Und das vermischt sich dann auch immer sehr schön und ergibt einfach einen wunderschönen Effekt, wie ich finde. Und ist einfach nicht so auftragend, wie wenn man nur die pigmentierte Filzstiftfarbe benutzt. Und weil das so gut funktioniert hat, habe ich mich entschieden, das auch für das ganze Thema weiterzuführen mit diesem Wassertankpinsel und bin aber erstmal mit meiner Titelseite so zufrieden und konnte dann weitermachen mit meiner Monatsübersicht. Da muss ich euch gleich sagen, dass ich einen kleinen Fehler gemacht habe bezüglich den Tagen, denn der Monat hat nicht 31 Tage, sondern nur 30. Und da ist mir ein kleiner Fehler unterlaufen und zwar endet der an einem Mittwoch. Das heißt, meine Kästchen waren eigentlich schon ganz richtig, aber er fängt eben nicht an einem Montag an, so wie ich es gemalt habe. Und das ist mir in dem Moment leider noch nicht aufgefallen, sonst hätte ich dort auch vielleicht mit Stickern oder so gearbeitet und das einfach übermalt. Nur damit ihr Bescheid wisst, das stimmt diesmal leider nicht ganz. Ich bin da ein bisschen durch den Wind gekommen. Und habe aber versucht, das einfach schlicht zu machen mit klaren, strikten Linien. Und dann habe ich mein neues Stempelset rausgenommen und mit den Stempeln oben einmal den Anfangsbuchstaben des Wochentages drauf gestempelt. Und das sah wirklich sehr schön aus. Auch wenn der Stempel dann halt nicht immer ganz mit Farbe gefüllt war, hatte das auch einen ganz schönen Effekt, wie ich finde. Und außen habe ich das dann noch einmal so ein bisschen schattiert mit meinem grauen Filzstift. Und dann war auch schon die Monatsübersicht fertig. Als nächstes kommt dann selbstverständlich der Mood und der Habit Tracker. Und diesmal habe ich den Habit Tracker nach links gemacht, das variiere ich einfach ein bisschen. Das ist eigentlich für mich persönlich immer relativ egal, welcher jetzt auf welcher Seite ist. Aber die Schrift von den beiden habe ich gleich gelassen. Das heißt, ich habe immer das Habit oder Mood in so Großbuchstaben und schlicht gemacht und das Tracker dann so ein bisschen verspielter in so Schreibschrift. Und das gefällt mir eigentlich immer ganz gut. Das habe ich in mehreren Monaten auch schon so ähnlich gemacht. Manchmal ein bisschen untereinander oder übereinander. Und da ist auch mein Tipp einfach, dass man bei so Überschriften einfach zwischen zwei Schriften auch variieren kann. Wenn man also zwei verschiedene Wörter hat, kann man da wirklich komplett verschiedene Schriften machen und das hat eigentlich einen ganz schönen Effekt. Da braucht man gar nicht mit Farbe arbeiten oder sonst irgendwas sich ausdenken. Es reicht schon, wenn man einfach nur die Schriftart oder teilweise auch nur die Schriftgröße variiert. Genau, Tracker habe ich mir jetzt für diesen Monat an sich 6 Stück einmal skizziert. Manchmal mache ich auch 9, aber
man sollte auch nicht zu viel sich vornehmen und ich denke, 6 ist auch eine gute Anzahl, die ich jetzt nächsten Monat erstmal zu tun habe. Wer das noch nicht kennt, also man trackt einfach für jeden Tag, ob man bestimmte Habits, die man gerne machen möchte, erledigt hat und kann dann so einen Monatsrückblick anschauen, wie oft man vielleicht Sport gemacht hat und ob man einfach so seinen Tag geplant hat, wie man es wollte. Unten hatte ich dann noch Platz für einen Spruch, weil ich eben diesmal nur 6 einzelne Tracker hatte und habe den passend zum Thema natürlich ausgewählt. Und auch hier könnt ihr sehen, dass ich von 2 verschiedenen Schriftarten variiert habe und das Sky und Sie ein bisschen hervorgehoben habe. Und um den Spruch nochmal ein bisschen mehr hervorzuheben, habe ich dann außenrum mich wieder zum Thema zurückbesinnt und eine Welle drumherum gemalt. Auch wieder im Kreis, den ich mal wieder mit meinem Zirkel vorgemalt habe, um ihn dann grob mit meinem Fineliner nachzumalen. Und wie ihr sehen könnt, also bei mir ragt jetzt oben eine Welle raus von rechts, aber das kann man einfach machen, wie man möchte. Wirklich, Wellen sind eigentlich sehr großer Freestyle, um ehrlich zu sein. Hauptsache man hat eben unten diese verschiedenen Streifen nebeneinander und ich habe dann noch ein paar Details oben in diese Wellen reingesetzt. Und dann war auch das fertig. Noch einmal den Kreis so umkreist. Ich habe jetzt diesmal den Wellenkamm rausgelassen, damit der so ein bisschen rüber ragt. Und das hat mir eigentlich so ganz gut gefallen, damit es nicht so streng quasi ist. Ich fand, das hat es ein wenig aufgelockert. Und dann natürlich auch wieder mit meinem Wassertankpinsel die Wellen farbig gemacht. Im Anschluss ging es dann weiter mit meinem Mood-Tracker und auch den habe ich wieder in einen Kreis reingezeichnet, so wie auf der Titelseite schon und jetzt eben auch unten links beim Habit-Tracker. Und dafür habe ich auch wieder ein bisschen das so rausgemalt aus dem Kreis und die Welle da quasi ein wenig drüber gemalt. Und diesmal sollte es aber nur so erstmal eine große Welle werden und dann ein paar kleine noch drunter, weil ich eben auch 30 einzelne Kästchen quasi brauchte. Und um das zu tracken, habe ich mir überlegt, dass man die einzelnen Streifen in unserer Welle nutzen könnte. Das heißt, insgesamt brauchte ich 30 davon. Ich musste erstmal abzählen, wie viele in jeder reinpassen und letztendlich hat es exakt hingehauen, dass ich insgesamt 30 Streifen hatte, wo ich dann im Nachhinein die einzelnen Zahlen reingeschrieben habe von 1 bis 30 und wo ich dann eben jeden Tag einfach schauen kann, wie es mir den Tag ging. Und das hat sich ganz gut angeboten. Natürlich habe ich dann dafür auch die blauen Farben benutzt, damit meine Welle jetzt nicht plötzlich rot wird. Da passe ich mich eigentlich immer jedes Mal dem Thema an und variiere da einfach meine Farben, wie es mir ging. Wie ihr sehen könnt, hat sich auch in meinem Habit-Tracker der Fehler mit den Monatstagen vom Anfang hier auch eingeschlichen und das habe ich im Nachhinein noch einmal kurz berichtigt und den Montag durchgekreuzt. Und damit sind wir dann auch schon bei der letzten Seite des monatigen Setups angekommen, und zwar den Glücksmomenten. Und das ist einfach für mich eine sehr wichtige Seite und die kennen auch schon die Leute, die mich ein wenig länger verfolgen. Da schreibe ich einfach jeden Tag im Monat aus, was mich glücklich gemacht hat und seien es nur die kleinsten Dinge, die einen mal zum Lächeln gebracht haben. Und darum ist es einfach eine sehr schöne Seite, wie ich finde, die man eben auch führen sollte, um im Nachhinein einfach mal das Revue passieren zu lassen und einfach mal dankbar auch für die kleinen Momente zu sein. Und damit das Thema nochmal auch hier ein bisschen mehr aufgegriffen wird und da das mir sonst ein bisschen zu langweilig aussah, habe ich unten dann noch kleinere, viele Wellen hingezeichnet und auch hier erst mit den Wellenkämmen begonnen und als sie dann erstmal fertig waren, konnte man dann eben die Streifen reinmalen, so wie auch schon vorher, immer das gleiche Schema und genau, ich fand, das war einfach sehr schön. Ich habe dann das auch wieder mit Blau angemalt, weil es dann einfach ein bisschen mehr auch farblich zu den anderen Seiten passte und da habe ich übrigens immer geguckt, dass ich manchmal dunklere Farben benutze, dann wieder ein bisschen helleres, also damit das auch nebeneinander stimmig passt und ein bisschen wuselig quasi aussieht. Und bei diesem Wassertankpinsel ist halt das Schöne, dass man das auch mehrere
benutzen kann. Also wenn man erstmal einmal in eine Farbe gegangen ist, dann wird die halt immer heller, desto öfter man sie benutzt. Und das ergibt einfach einen schönen Effekt. Das heißt, man muss gar nicht so oft die Farbe nachnehmen. Und damit war es das auch schon mit meinem Setup. Ich hoffe sehr, es gefällt euch genauso gut wie mir. Ich muss wirklich sagen, ich bin gespannt, ob dieses Setup noch irgendeinen Monat toppen kann. Und ich würde mich freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt. Und dann sehen wir uns bei meinem nächsten Video, wenn du den Kanal abonniert hast. Tschüss!